Weil die serienmäßigen Greifer den Rahmen nicht umschließen, nutzen wir nochmal extra Spanngurte, um sie zu befestigen. Grüß Gott! Grüß Gott! Wir sind hier in Stuttgart, genauer in Zuffenhausen, und machen jetzt mal eine Tour um die Schwabenmetropole drumherum. Ich habe hier mal gewohnt von 2012 bis 2020 und begonnen hat alles dort oben in dem weißen Gebäudeteil in der Dachgeschosswohnung. Da habe ich die ersten 3 Jahre gewohnt, und wenn ich da aus dem Fenster geschaut habe, habe ich natürlich was gesehen, das Porsche-Werk, und das könnt ihr hier mal sehen. Ja, und jetzt fahren wir direkt los. So, wir rollen. Und es ist noch nicht wirklich warm. Dem Ja. Fahrrad ist es dann doch ein Kittel kälter. Ja, 1 oder 2 Kittel. Hier. Hier ist jetzt das Freibad Zuffenhausen, ein schönes kleines Freibad mit einem relativ neuen Becken auch. Und einer hat sich mal auf der Freibadwiese da die Brust rasiert. Ja, das war ja ganz großes Tennis. Da muss man schon aus ganz besonderem Holz geschnitzt sein. Halt, was ist da? Was ist das Special? Da hat sich einer mal die Brust rasiert auf der Freibadwiese. Ja, kann man machen. Gut, hier links. Ah, guck mal. Das sieht doch schon fahrradmäßig aus. Auch wenn es noch etwas frostig aktuell ist, aber ich bin voll überzeugt, heute wird es warm. Jetzt rechts auf Steinsträßle. Und die Navigation sagt, ich bin richtig. Ja, wir sind richtig, glaube ich. Da hinten winkt die Anne. Sag mal was, Anne. Ja, der Berg ist lang. Und ich bin verwundert, warum du davon fährst. Links. Und Oh. Ja, Baumfellarbeiten. Die fahren weiter. ja, aber nee, Also so sieht das jetzt gerade für uns aus. Da hinten fahren wohl welche. da steht Durchgang verboten, Lebensgefahr, Waldweg gesperrt für alle Wir Beteiligten. fahren nochmal da zurück und dann hoffen wir, dass wir da vorbeikommen. Ja, jetzt müssen wir kurz umdisponieren. Wir haben gerade den Tipp bekommen, übers Wildgehege zu fahren. Kleinen Umweg, aber ist überschaubar, glaube ich. Ja, und wir sind jetzt kurz vom Bärensee und Bärenschlössle. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Trubel. Ja, schon viele Leute unterwegs, ne? Ja. Hier haben wir jetzt den Bärensee und das Bärenschlössle. Ah, hier ist sogar ein bisschen was offen an Außengastronomie. Ja. Normal ist es jetzt viel trubeliger. Ja, eine Bratwurst gab es da. Hat ganz gut gerochen, aber für uns ist es zu früh. Jetzt fahren wir auch einmal kurz ans Wasser. Also hier sind 3 Seen insgesamt. Ich habe gerade keine Orientierung, welcher ist. Und das war früher, ich glaube, das ist der Wasservorrat für Stuttgart. Oder ist es heute vielleicht immer noch?
Hier müssen wir, glaube ich, runter, sonst wird es nichts. Da ist kein Durchkommen. Jo, so klappt's. Der tiefste schwäbische Dialekt. Ja. Wir fahren jetzt gerade auf den Monte Cervellino. Das ist ein Schuttberg aus dem Zweiten Weltkrieg. Der führt so schneckenmäßig hoch. Und das ist einer der höchsten Aussichtspunkte in Stuttgart. Da nehmen wir euch jetzt mal mit. Okay. Ja, jetzt sind wir fast oben. Ja, Kussmund eingefangen von mir. Sehr gut. Gut. Gut, dann machen wir uns weiter auf den Weg. So, jetzt geht es einmal richtig bergab. Ja, das war eine gute Abfahrt. Da kommt Anne. Ja, voll im Flash dieser Häuser. Ja, schon schön. Ja, wir sind jetzt kurz vor dem Marienplatz und nachdem wir jetzt runtergefahren sind, geht es gleich noch mal richtig bergauf. Die alte Weinsteige, die ist ziemlich steil. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das klingt anstrengend. Es sieht witzig aus mit einem. Ja, es gucken mich auch alle an wie ein Außerirdischer. Ja, das ist mal. Das ist der Herr Fakt. Dorn mit Ja, seinem aber- Dorn. Tja, da muss man einfach drüber stehen. Das sieht schon speziell aus. Und jetzt beginnt hier die alte Weinsteige. Hier ist schon die Zacke. Noch bin ich in Tour. Okay. Ich bin in Turbo. Jetzt bin ich in Sport. Ja, das ist schon Vorbereitung auf die Schweiz, oder Anne? Ja, das würde ich schon so sagen. Uiuiui. Ich habe gerade das Gefühl, das Gewicht drückt nach unten. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Und hier links ist jetzt um die Ecke eine kleine Aussichtsplattform, da werden wir mal drauf fahren. Ach, und hier ist die Zacke. Okay, wir fahren mal weiter zum Fernsehturm. So, da im Hintergrund ist der Stuttgarter Fernsehturm. Stimmt. Und da ist Der erste seiner Art war das damals, glaube ich. aber das ist eine Schaltung für Fahrradfahrer. Links von uns ist gerade die Waldau, das Sportzentrum von Stuttgart. Mit Tennis und Schlittschuhlaufen, Leichtathletik, Klettern. Die Das wäre jetzt Eiswelt. so das, was mir gerade einfällt. Und noch mehr. Die Stuttgarter Kickers sind hier oben auch. Wir sind hier gerade auf dem Königssträßle. Nicht zu verwechseln mit der Königstraße. Das ist nämlich die Haupteinkaufsstraße in Stuttgart. Ich habe Anne gerade eingeweiht, dass es jetzt wieder runter geht. Anne fährt ja nicht so gerne runter. Und insbesondere so steinige Wege nicht. Und hier übrigens ist 40.
Ja, ist ja gut, dass wir 23 fahren. Wenn du jetzt gleich runtersaust. Also ich sehe, dass Anne so weit weg ist, dass das Mikrofon gerade nicht erkannt wird. Ich glaube, sie fährt auch in diesen 10 km/h den Berg runter. Da ist sie. Aber auch wieder schöne Häuser. Ja. Und glühende Bremsscheiben? Ja. So, das viele bergauf, bergab haben wir hinter uns gelassen. Jetzt haben wir hier saftige Wiesen. So, hier ist das mal ein Klärwerk. Und wir hatten ja mal vor, einen Klärwerksführer zu drehen oder zu schreiben. Weil wenn man viel an Flussradwegen entlang fährt, merkt man mal, wie viele Klärwerke am Fluss entlang gebaut wurden. Hier sind wir in Stockhausen. Es gab Laugengebäck, hartgekochte Eier und Obstsalat. So, es geht weiter mit Eiweiß und Vitaminen gestärkt. Und ein Kaffee fehlt jetzt eigentlich noch. Das ist das andere. Ja, das ist dieses andere schön, oder? Das andere links. Ich meinte das Haus auf der linken Seite. Ach so, ach, das man so. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt verstehe ich. Jetzt sind wir im Körschtal. Anne, das ist die Körsch. Ah, okay. Sag mal Hallo. Hallo, Körsch. wie geht's dir? Hallo Guck Körsch, mal, wie da geht's schwimmen dir? sogar schöne Enten. Und das nächste Klärwerk. Das ist das Körschtal-Viadukt. Irgendwie müssen wir nicht da hoch, sondern hier runter. Okay. Radlweg links, jo, genau. Hier ist auch eine Fischzucht oder Forellenzucht. Schon wieder ein Klärwerk. Ja. Wir rollen jetzt stetig bergab zum Neckar. Da hinten sieht man auch das Kraftwerk Altbach. Jo. Voll mitten im Nirvana. Also, ciao. Da ist der Neckar. Chaos. So, da vorne müssen wir jetzt links. Müssen wir zusehen, dass wir auf die Straße runterkommen. Mal gucken, ob das hier geht. Ne, wir müssen runtersetzen, glaube ich. Aber hier ist ein Riesen. Ja, hier ist ein riesen Bordstein. Müssen wir da rüber? Ja, müssen wir. Heieiei. Ja, das ist ja gut, dass hier gerade Totenstille ist. Huh. Ne? Huh. Geht. Huh. Ja, jetzt sind wir also in Einfahrt. Esslingen-Altbach. In Esslingen habe ich auch mal gewohnt. Also ich habe an verschiedenen Orten gewohnt. Und wenn ich dann lange Läufe machen wollte, also 20, 30 oder 35 Kilometer, bin ich meist mit dem Auto an den Neckar gefahren, zwar an verschiedene Stellen, und habe da dann auf der Ebene direkt am Fluss meine Kilometer abgespult. Und praktisch ab jetzt bis ganz hinten, Max-Eidsee oder so, das war meine Laufstrecke. Und hier kenne ich ja
jeden Kilometer wie meine Westentasche. Voll der witzige Name. Wollen wir mal Seibert grüßen? Die stehen da hinten oben irgendwo. Echt? Auf dem Hang wohnen die. Ja, natürlich. Dann Also, schöne Grüße. warte, halt. Mein Auge juckt. Schöne Grüße. Und jetzt sind wir direkt am Neckar. Jo, hier ist einiges los. Das ist die Villa Merkel. Hallo Echo! Ich habe keine Landkarte an, aus Navigationsstromgründen. Deswegen musst du vorfahren. Es ist jetzt mittlerweile 14:30 Uhr und wir haben noch circa 30 Kilometer vor uns. Und hast du die gerade gesehen? Die sind mit dem Roller gefahren. Die waren bestimmt Was für ein Roller war? 75 plus mit so einem E-Scooter. Aha. Mit dem E-Scooter 75 km/h. Nein, 75 Jahre Ach alt so, waren die. okay. Jetzt beginnt so der Part am Neckar, an dem die verschiedenen Mercedes-Benz-Werke kommen. Die haben wir jetzt fast durchgängig. Ja, und solche Passagen gibt es auch mal. Wir haben das jetzt übrigens mit dem Mikrofon so gemacht, dass wir es doch die ganze Zeit anhaben. Bei 7 Stunden sollten wir einigermaßen hinkommen. Und in der Mittagspause vorhin hatten wir noch mal jedes Gerät kurz an Strom angeschlossen, 20 Minuten. Ja, und dann denke ich, kommen wir gut durch den Tag. So, wir kommen jetzt nach Stuttgart rein. Da vorne ist schon der Gaskessel, wie die Stuttgarter sagen. Jahrelang bin ich hier an diesem Zeltplatz und an der Zeltwiese entlang gejoggt und habe mich immer gefragt, was sind das für Leute, die hier zelten. Ja, mittlerweile waren wir zweimal selbst hier und wenn man mit dem Rücken zu der Betonwand da ist dann, und in die Richtung schaut, ist es echt okay. Also mit gewechselter Perspektive. Range Rover wohnt immer noch da. Was sagst du? Die Familie Range Rover, die haben da immer noch gewohnt. Echt? Echt. Ja, Prost Mahlzeit. Das scheint der ihr Zuhause zu sein, ihr Festes. Der Campingplatz liegt nämlich nicht so idyllisch gelegen, sondern direkt daneben ist der Cannstatter Wasen.
Die sehen ja cool aus, diese Schirme da oben. Da wird gebuhlt. Wir sind jetzt hier am Max-Eid-See. Rechts Max-Eid-See, links Neckar. So, wir fahren jetzt hier über den Neckar und vom Neckar weg nach Kornwestheim. Ah, schöner Hof. Mhm. Hier verläuft jetzt quer die Solitude-Allee und wir biegen links drauf ein. Ja, und jetzt geht es auch eindeutig Richtung Auto, sind noch ein paar Kilometer, nicht mehr viel. Das ist das Gefängnis von Stammheim. Haben wir noch mal einen Berg. Ja. Genau, und da oben gibt es eine Wasserquelle. Ja? Ist noch besser als ein Friedhof. Und jetzt geht's bergab. Wir sind jetzt auch ganz kurz vom Ziel. War eine sehr schöne Tour. Stuttgart ist ja nicht riesig groß und man ist ziemlich schnell im Grünen. Ja. Und jetzt schnallen wir die Räder wieder aufs Auto. Und wo sind wir? Ja, wir finden schon. Schnallen die Fahrräder aufs Auto und fahren nach Hause. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao. Anne? Ja, ciao. Okay.